Was dieser kleine Pinöpel, wie auch immer es heißen mag, diese Pistole und diese Fernbedienung miteinander haben, das erklären wir euch in diesem Video zu unserem Lastrada Regent S Offroad. Nämlich noch ein bisschen mehr, als ab Werk sowieso schon geht. Ja, herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Heute machen wir was für mich auch spannend ist und ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Wenn unter euch echte Offroader dabei sind und ich Quatsch gesagt habe, korrigiert mich. Ich bin da auch noch so ein bisschen Neuland. Wir haben hier ein Lastrada Regent S aus dem Modelljahr 2020. Ich würde mal sagen, Vollausstattung ist die kleine Schwester von dem, was wir hier stehen haben. Einmal alles, was irgendwie geht, vielleicht kein Fernseher, aber sonst alles, was man haben will. Und zusätzlich zu dem, was der Wagen schon ab Werk von Lastrada hat oder auch von uns bekommen hat, haben wir jetzt mit einem sehr kompetenten Partner zusammen noch ein paar andere Lösungen gebaut, wie man den Wagen noch Offroad-tauglicher macht. Und das zeigen wir euch in diesem Video. Zu dem Wagen gibt es aber viel mehr zu sagen, als ihr im heutigen Video seht. Und das werden wir auch noch mal filmen. Da wird es ein Teil 2 und so viel wie das ist, vielleicht sogar noch ein Teil 3 zu geben. Damit ihr die nicht verpasst, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Also einfach unter dem Video auf Abonnieren, Glocke anklicken. Wir sagen das ja mit jedem Video. Ich hoffe, diejenigen, die es interessiert, verstehen es. Und dann einfach draufklicken. Und jetzt gucken wir uns mal an, was die drei Dinge gemeinsam haben. Ja, bereits ab Werk haben wir diesem Fahrzeug das Maximum an Offroad-Tauglichkeit verpasst, was Lastrada in Zusammenarbeit mit Mercedes anbietet. Das heißt, wir haben natürlich den normalen Allradantrieb genommen mit der Variante Getriebeuntersetzung. Sieht man jetzt von außen natürlich nicht, aber schon wenn ich den normalen Allradantrieb bestelle, kommt er hier natürlich mit einer deutlich erhöhten Bodenfreiheit. Dann haben wir Lastrada-seitig noch die All-Terrain-Bereifung. Das ist jetzt eine BF Goodrich-Bereifung. Im Format 245/75 R16, 120er Traglast, also ein richtig massiver Reifen. Auch den mit drauf und man sieht ja auch das Profil, dass der schon amtlich ist letztendlich. Wenn man so einen großen Geländereifen nimmt, haben wir das Problem, dass der Platz, an dem das Ersatzrad normalerweise wäre, nicht mehr passt. Dafür hat Lastrada aber ab Werk auch schon eine tolle Lösung mit im Programm. Und zwar hat Lastrada einen eigenen Ersatzradhalter entwickelt, der hier auf der Heckklappe mithängt, wo eben der Reifen auch in der richtigen Offroad-Bereifung drauf passt. Das Tolle daran ist, dass der die Kraft eben nicht wie so ein klassischer Fahrradträger an die Tür gibt, sondern dass Lastrada hier oben eigentlich an die originalen Scharniere von der Mercedes-Tür gibt und damit die Kraft verteilt auf Tür und Scharniere. Ja, man sieht, das ist ganz elegant gelöst hier mit dem Lastrada-Schriftzug. Also steckt schon viel Liebe zum Detail dahinter. Und ich glaube, dass das neben dem technischen Nutzen, wenn ich wirklich mal einen Plattfuß habe, ist das halt auch schon geil, wie das aussieht. Also ich erfreue mich an solchen Autos jedes Mal so ein bisschen aufs Neue, ob man das braucht oder nicht. Aber wer ein Allradauto bestellt, dem würde ich ans Herz legen, auch den Reserveradhalter mit den Rädern zu bestellen. Ja, das, womit wir das Auto dann aber noch eine Nummer hochgehoben haben, schauen wir uns jetzt an. Das, was nämlich ab Werk momentan noch nicht bestellbar ist, das gab es beim alten Sprinter, ich gehe mal davon aus, dass früher oder später bei Lastrada auch ab Werk wieder gehen wird, ist, dass wir hier den Schnorchel verbaut haben. Das ist auch kein Kunststoff, sondern das ist richtig massiv. Das haben wir ehrlicherweise auch nicht selber gemacht. Aber man muss ja immer nur wissen, wer die Sachen richtig gut kann. Und das machen wir dann bei eurem Regent S gemeinsam. Ja, auf jeden Fall mit dem Ansaugtrakt hier nach oben verlegt. Das alles schön nach innen geführt, auch ganz sauber hier mit Dichtung gut verarbeitet. Und ich mache jetzt einfach mal die Motorhaube auf und dann schauen wir rein, wie es da drunter weitergeht. Die Sprinter-Motorhaube ist was für Muckimänner und Frauen. Die ist nämlich zum einen sehr hoch und zum anderen ist die echt schwer. Aber dafür hat sie hier einen kleinen Aufsteller mit dabei. So, da sind wir sicher. Normalerweise, das hier ist der Luftfilter-Ansaugkasten, geht der Ansaugtrakt hier nach vorne und saugt im Prinzip hier an. In dem Augenblick, wo man dann mit Schwung irgendwo in eine Furt reinfährt, dass ein Schwall mal hier oben rüberkommt, laufe ich immer Gefahr, dass das Wasser reinschwappt, in den Motor schwappt und da werden die Motortechniker relativ gut erklären können, was dann alles passieren kann, aber gut kann das für den Motor auf jeden Fall nicht sein. Um das zu umgehen, haben wir hier den Schnorchel, der von der Seite reingeführt wird und der im Prinzip nichts anderes macht, als die Ansaugung der Luft über Windschutzscheibenniveau zu heben. Und wer mit seinem Auto über Windschutzscheibe im Wasser ist, hat, glaube ich, andere Probleme als Ansaugung vom Motor im Wassertrakt.
Auch da muss man sagen, zugegebenermaßen, die wenigsten Regent S, die wir haben, werden so einen Schnorchel brauchen. Den meisten würde er wahrscheinlich ganz gut stehen, weil es einfach auch wie der Ersatzradhalter hinten schon auch ein Statement in Sachen Optik ist. Ja, wenn man dann irgendwo hingefahren ist und sich festgefahren hat, haben wir hier was gemacht, was wir tatsächlich so auch noch bei ganz wenigen Fahrzeugen gemacht haben. Und zwar hat das Fahrzeug eine Winde. Dieser schöne Lappen hängt da drauf, weil darunter das Nummernschild fest verschraubt ist. Und das wollten wir natürlich jetzt nicht in unserem Video drin haben. Wir haben hier eine Warnwinde drin, die eine hohe Zuglast hat. Das schreiben wir die genauen technischen Daten und einen Link zur Winde packen wir euch unten in die Videobeschreibung. Ich will da einfach keine missverständlichen Zahlen mit im Video haben, deswegen machen wir da echte Fakten. Und wie die funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Und da kommen auch die 3 Teile aus dem Einspieler wieder mit ins Spiel. Ich hole die mal kurz dazu. Ja, das, was wir hier haben, die Winde funktioniert nur bei laufendem Motor, deswegen müssen wir jetzt etwas lauter reden. Wobei das Mikro, glaube ich, gut ist, das müsstet ihr so mitkriegen. Und zwar haben wir eigentlich zweimal das gleiche. Einmal haben wir eine Kabelfernbedienung, die ist von der Bedienung ganz einfach. Winde raus, Winde rein. Bei Winde rein leuchtet die Lampe, weil wenn Finger drin, bei Winde rein, dann Finger ab. Wenn man aber keine Funklösung haben will, dann ist das die einfache Lösung. Ist bei der Winde aber, glaube ich, sowieso immer beides mit dabei. Die komfortablere Lösung ist die Lösung mit der Fernbedienung. Das ist nur die Halterung für die Fernbedienung. Da haben wir auch eine kleine Fernbedienung, die eigentlich die gleichen Knöpfe hat wie die Kabelfernbedienung, rein und raus. Und damit die mit dem Auto kommunizieren kann, ist das der Empfänger. Der passt nur einmal. Da muss ich jetzt rausfinden, wie. Ein Versuch, ein Treffer. Dann schalte ich im Prinzip nur durch langes Drücken die Winde ein. Dann sehe ich, dass sie aktiv ist. Und jetzt habe ich hier die Technik, die begeistert. Ist halt schon einfach sau cool. Und wenn ich dieses wunderschöne Auto jetzt wirklich irgendwo so in Matsch gestellt habe, dass ich denke, ich muss hier jetzt rausgezogen werden, dann habe ich hier eine wahnsinnige Tragkraft, die, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, um 3,5 Tonnen, aber wie gesagt, das ist unten in der Infobox, steht es nochmal ganz genau drin, mit der ich mich da wieder rausziehen kann. Das hier sind einfach nur Schoner, da muss jeder für sich selber entscheiden, was er drauf haben will. Und dann kann man sich eben hier drum an ein anderes Auto oder mit so einem mit einem zusätzlichen Gurt einfach um einen Baum oder irgendwo mit drumherum winden. Und dann, wenn ich rausgezogen will, ich kann ja mal versuchen festzuhalten, aber ich bin ja auch nicht World's Strongest Man, sondern eben nur Markus Günther von Togo. Da muss ich sagen, ich habe keine 3 Tonnen Kraft. Beim Einfädeln, solange die Schoner da noch drauf sind, muss ich jetzt ein bisschen gucken, dass das hier flach einfädelt. Und die größte Gefahr, falls ihr das jemals selber macht, ist Finger weg beim Einfädeln. Also wirklich drauf achten. Ist der Finger da drin, der läuft immer ein Stückchen nach, ist der Finger platt. 3 Tonnen macht mein Daumen nicht mit. Da habe ich den zweiten, muss ich auch aufwickeln, dass das alles schön passt. So. Zack. Und dann, damit das hier nicht rumhängt, stecken wir das einfach da vorne mit rein. Ich hoffe, dass der Besitzer dieses Autos nie in die Situation kommt, richtig festzustecken, aber wo immer er hinfährt, er wird das gute Gefühl haben, überall wieder rauszukommen. Und das ist, glaube ich, schon das, was zählt. Und auch da, wie viele Regent S Allrad mit Winde vorne gibt es? Viele sind das nicht. Und da, wo er sitzt, haben wir zusätzlich noch, falls er aufsetzt, unten den ganzen Motorraum geschützt. Und dafür fahren wir euch das Auto jetzt mal kurz auf die Bühne und gucken uns den Sprinter von unten an. Dann kann nämlich auch der Motor wieder aus und ich brauche nicht so gegen anschreien.
So, unser fliegender Regent S ist jetzt da oben. Man sieht auf den ersten Blick, Igelhaut hat den Unterfahrschutz dazu geliefert, der einmal für Aufsetzen auf Steine, Holz oder sonst was hier vorne da ist. Ich habe das eben mal gemessen, das müssten 8 mm sein. Da kann schon eine Menge gegenballern, glaube ich. Ich bin sowieso der festen Überzeugung, dass die Autos, die wir verkaufen, jetzt nicht den richtig harten Offroad-Einsatz haben. Aber wenn man eben auf dem Feldweg doch mal einen Stein übersieht, auf Island durch eine Furt fährt und ihr den Mittelstein einfach nicht seht, ich war da vor 3 Jahren mal, das ist schon auch spannend, durch das Wasser zu fahren, dann ist man dagegen eben geschützt. Dieser Unterfahrschutz igelhautseitig besteht, also ich weiß gar nicht, ob es 2 separate Teile sind, aber auf jeden Fall aus 2 Teilen. Und wir haben hier hinten das Verteilergetriebe drüber, was Mercedes-seitig auch relativ ungeschützt ist, was dann eben auch durch den Unterfahrschutz hier mit geschützt ist. Und so habe ich die beiden größten gefahren, mir richtige Beschädigungen mit reinzuholen, unterflurseitig erledigt, durch den Schnorchel den Wasserschutz deutlich erhöht und bin so insgesamt relativ sicher. Wundert euch nicht über das tropfende Wasser, das ist von der Klimaanlage, von dem Draußenfilm, da ist nichts kaputt, das soll so. Ja, was sieht man hier unten nur noch? Wir haben natürlich viel normale Mercedes-Technik mit dem Antriebsstrang nach hinten, dem Vorderradantrieb, aber interessanter für uns als Lastrada-Händler. Hier, das ist der Abwassertank, der mit Unterflur ist. Der ist in diesem Fall beheizt und isoliert bestellt. Das heißt, da habe ich auch eine gewisse Frostsicherheit mit dabei. Und was man, glaube ich, ganz gut sehen kann, ist, dass Lastrada-seitig eher zu gut als zu wenig abgedichtet ist. Da sind überall die verschiedenen Varianten und hier im kleinen daneben, das sind die Förderpumpen von der Dieselheizung. Wir haben in dem Fall hier das Höhenkit der Truma Dieselheizung mit drin. Das sind einfach 2 verschiedene Förderpumpen, die für verschiedenen Luftdruck unterschiedliche Fördermengen haben. Ja, das ist Teil 1 unseres Lastrada Regent S Video. Um Teil 2 nicht zu verpassen, Kanal abonnieren, dann kriegt ihr eine Info, wenn das kommt. Über dieses Auto gibt es noch so viel von innen zu sagen und er setzt sich von innen nahtlos da fort, wo er von außen anfängt. Modern, grau, neutral, schick, so wie es den Regent S-Kunden oft gefällt. Ja, ich freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wir freuen uns auf die nächsten Videos. Bis bald bei uns in Stove und alles Gute.